ist so ein bisschen wie mit Social-Media-Plattformen und sowas alles. Ne, man guckt sich das an und denkt sich, hä, was ist das eigentlich? Und gerade jetzt so meine Generation Ü40 ist einfach noch ohne Internet und die ganzen Möglichkeiten aufgewachsen. Ähm, und ich verstehe das Gefühl, dass man manchmal denkt, so, ach nee, ich habe doch früher auch anders Unterricht bekommen, das wird schon funktionieren. Aber ich Mhm. glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, man muss ein bisschen die technische Sprache mitsprechen, die aktuell da ist. Man muss jetzt nicht jeden Trend mitgehen, aber ich glaube, so eine technische Offenheit kann nicht schaden. Und ich glaube, wenn man das einmal überwindet, dann sind die nächsten technischen Herausforderungen dann auch wieder nicht so groß. Also wenn man einmal zum Beispiel sich in ein Programm oder in Dusu eingearbeitet hat, dann ist das zweite Mal und dritte Mal schon wieder viel einfacher. Und man entdeckt dann einfach mehr Möglichkeiten und Vorteile statt Hindernisse und Fehler oder so. Mein Interviewgast ist der Schlagzeuger und Perkussionist Stefan Imig. Er lebt nun wieder in Deutschland, nachdem er in den USA an der Los Angeles Music Academy studiert hat, wo er bei Mike Shapiro, Joe Porcaro, Mike Packer und noch vielen, vielen weiteren tollen Musikern lernen durfte. Er arbeitete bereits mit großartigen Musikern wie Hamid Baroudi, Christina Lux, Ritmo del Mondo, Stephanie Heinzmann, Jazzkantine, David Garrett oder Luke Mockridge zusammen. Zudem veröffentlichte er sein Buch Fünf Wege zu mehr Musikalität sowie dessen englische Version Five Habits of a Musical Drummer und erhielt viele Preise und Auszeichnungen. Er unterrichtet am Institut für Musik an der Universität Osnabrück, wo er einen Lehrauftrag hat. Und wir haben uns in diesem Gespräch über seine Erfahrungen mit dem Online-Unterricht mit seinen Studenten ausgetauscht, über neue Lernmöglichkeiten, die dadurch entstehen und wie bestimmte Tätigkeiten für Lehrer und Lehrerinnen sogar leichter werden durchs Online-Unterrichten. Bleibt dran und seid gespannt. Hallo Stefan und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich drauf, dich auszufragen übers Unterrichten, über dich und dich kennenzulernen und deine Tricks zu erfahren. Ah, cool. Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin großer Fan von Dusu und hatte mit Thomas ja im Vorfeld immer wieder Kontakt, auch so Beta-Tester-mäßig und freue mich, das geht irgendwie immer so Schritt für Schritt nach vorne und finde es toll, dich kennenzulernen und dass du dich da auch so engagierst. Voll cool. Ja, also Duso ist in erster Linie natürlich ein Tool für den Online-Unterricht. Und ich habe bei dir herausgefunden, dass du schon länger auch einfach mit Online-Unterricht dich auseinandergesetzt hast, dass du das genutzt hast, verschiedene Tools auch. Ja. Und was waren so deine ersten Anfänge? Seit wann unterrichtest du online? Erzähl da ein bisschen was davon. Ja, also ich glaube, wie so viele musste ich irgendwann zwangsläufig auf Online-Unterricht gehen. Das früher eigentlich gar nicht so wirklich betrieben, sondern habe eigentlich meistens im Schlagzeug 1:1 Unterricht vor Ort gemacht, beziehungsweise an der Musikhochschule, an der ich unterrichte, bin ich dann eben immer hingefahren. Und dann durch den ersten Lockdown, Corona bedingt, ähm, ja, musste ich mir irgendwas einfallen lassen und bin dann so Learning by Doing mäßig in dieses ganze Streaming Online-Lesson-Konzept irgendwie reingerutscht. Und habe auch tausend Sachen ausprobiert. Also ich habe mir auch verschiedenste Gerätschaften gekauft und auch wieder zurückgeschickt, weil sie eben dann nicht so ganz passend waren. Ähm, und weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber ich habe auf Zoom angefangen zu unterrichten. Das war für mich so die erste Plattform, ähm, wo es dann tatsächlich darum ging, auch mal im 1:1 miteinander Unterricht zu machen. Ansonsten waren das immer so Streaming-Formate, so Instagram-Live-Dinger oder sowas in der Richtung. Und dann habe ich tausend Sachen ausprobiert, auch welche Kameras, einfach nur mit Handy und habe mich mit vielen verschiedenen Dingen da auseinandergesetzt und habe dann tatsächlich auch einige Vorteile festgestellt vom Online-Unterricht. Da werden wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen. Ja, es gibt wahrscheinlich vor allem erstmal für diejenigen, die so, oder wie wir alle dann gezwungenermaßen dann online unterrichten mussten, dann einfach große Unterschiede, die man merkt, die in Präsenz funktionieren und die man Ja, absolut ändern mussten, die einfach nicht funktioniert haben. ja. Was war für dich denn so die größte Veränderung von Präsenz zum Online-Unterricht?
Also, genau, der erste Unterschied beim Online-Unterricht war, war eigentlich eher ein Gefühl und nichts Handwerkliches, so, weil ich mir schon irgendwie vorstellen konnte, wie ich meine Themen online unterrichten möchte und das auch rüberbringen kann. Aber so, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, so das Gefühl, mit zwei Personen in einem Raum zu sein, macht etwas, was irgendwie digital nicht zu ersetzen zu sein scheint. So bei Konzerten habe ich das auch das Gefühl. Es gab ja tausend von Streaming-Konzerten, wo ich das Gefühl habe, so, oh, da ist eine andere Art von Aufmerksamkeit da. Ähm, und man muss, glaube ich, etwas plakativer arbeiten im Online-Unterricht, um ein ähnliches Gefühl herzustellen. Das war eigentlich so das Erste, was ich gemerkt habe. Also auch tatsächlich den Schülern ein bisschen die Angst davor zu nehmen, Online-Unterricht zu machen und das nicht nur als Nachteil zu empfinden. Weil gerade an der Hochschule haben das, glaube ich, hatten viele ein bisschen damit zu kämpfen, irgendwie nicht in Präsenz unterrichtet zu werden. Ja, es wird natürlich sehr viel kommuniziert, einfach mit Gestik, mit Mimik, was Ja, am Computer natürlich auch einfach nicht leicht ist, wenn man, vor allem am Anfang ist es man vielleicht nicht gewohnt oder man ja, erwartet, dass es sich genauso anfühlt. Und wie du gesagt hast, es ist mehr ein Gefühl ja, als jetzt wirklich eine Methode, die dann man merkt, dass es nicht ja, funktioniert. genau, finde ich auch. Und ich glaube, es ist vielleicht auch das, dass man den Fehler macht zu suchen oder den absoluten Ersatz, dass es absolut gleich sein muss, anstatt Ja, einfach eine neue Situation. Und richtig. das ist, glaube ich, wenn man sich darauf einlässt und einfach sagt, das ist was Neues, eine neue Situation und nicht vergleichen mit Ja, dem Gefühl in Präsenz, dann ist es vielleicht leichter ja. einzusteigen. Ja, ja, finde ich Ähm, auch. Und es gab tatsächlich dann nach diesen ersten gefühlsmäßigen Neuerungen gab es dann schon ein paar Vorteile irgendwie. Also gerade beim Schlagzeug kann ich das, äh, ist mir das sofort aufgefallen, weil ich meine Schüler an ihrem Instrument unterrichtet habe. Also ist im Schlagzeugunterricht total selten. Also wenn man Gitarrenunterricht macht, dann kommt man mit der Gitarre zum Lehrer. Wenn man Klavierunterricht hat, klar, ne, aber sind die Instrumente, glaube ich, sehr ähnlich. Aber weil das Schlagzeug so flexibel ist im Aufbau, war das total cool, meine Schüler mal an ihren eigenen Instrumenten zu sehen. Und ich kann mich erinnern, die ersten Unterrichtsstunden bei ganz vielen Leuten gingen nur um Aufbau, Sitzposition, Atmung, Körperhaltung und so. Also Dinge, die damit was zu tun haben, dass sie an ihrem eigenen Instrument sind und nicht bei mir im Unterrichtsraum. Und das fand ich total cool. Das hat mir sehr gefallen, dass ich da einen Einblick hatte, den ich ohne Online-Unterricht nie bekommen hätte. Ja, eine neue Perspektive, die für uns als Lehrende absolut wichtig ist, weil man versteht dann vieles, auch vielleicht falsche Haltungen oder falsche Gewohnheiten, Ja, die man sonst nicht versteht. Und dann, wenn man die in ihrem Umfeld sieht, dann merkt man natürlich, das sofort. Ja, kann ja genau. gar nicht anders sein. Jetzt Ja, weiß ich, wieso das passiert ist. Und absolut. das ist sicher ein Vorteil vom Online-Unterricht, den Schüler in seinem Umfeld, in dem er auch übt, zu Genau. erleben. Schüler, Ja, Studierende, ganz egal, ja. Musik. Natürlich ist es sicher auch ein Vorteil, weil du gesagt hast, du fährst immer dann nach Osnabrück, auch zur Hochschule. Die Fahrtwege fallen weg. Das ist auch manchmal Klar, ein ja, Vorteil. auch. Das will ich nicht verneinen. Ne? Ist natürlich super hier zu sein und dann in der 5 Minuten Pause so zur eigenen Kaffeemaschine zu laufen. Hat natürlich was. Aber hast du sonst noch andere Vorteile entdeckt für dich, fürs Online-Unterrichten, dass du jetzt sagst, auch nach der Pandemie, Hm. wenn ich nicht gezwungen bin, den Unterricht online abzuhalten, vielleicht mache ich es doch für den oder den Ja. Grund? Also ich habe angefangen, oder ich unterrichte auch Gruppen in Osnabrück. Das nennt sich Labs. Das sind so quasi so Wahlpflichtfächer, die immer nach bestimmten Themen sortiert sind. Und wenn man das in der Gruppe in einem Raum unterrichtet, hat man so ein bisschen so ein Klassenraumphänomen, dass sich Leute in die letzte Reihe setzen oder dass quasi so eins, zwei, die sich immer melden, dann quasi den Unterricht voranbringen und die anderen so ein bisschen mitschwimmen. Und beim Online-Unterricht hat man so alle auf der gleichen Ebene vor sich auf dem Bildschirm. Und ich habe so das Gefühl, dass die Bereitschaft mitzuarbeiten dadurch etwas stärker war. Vielleicht auch mit dem Wissen, dass jeder mal drankommt
oder dass zum Beispiel Hausaufgaben in Videoform vorbereitet werden sollten. Also ich hatte das Gefühl, gerade in diesem Gruppenunterricht, dass man sich nicht so durchmogeln konnte, sondern dass die Schüler da auch ein bisschen mehr dazu gezwungen waren, mitzumachen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe das Gefühl, dass diese Labs relativ, also eine gute Intensität hatten, obwohl sie nicht in Präsenz waren. Und das ist Ja, jetzt das für ist mich, jetzt für mich jetzt so eine Alternative auch, dass ich vielleicht das kombiniere, also dass ich Präsenzunterricht mache und trotzdem diese Online-Komponente behalte. Ja, ist total spannend, dass du das sagst, weil viele Angst haben oder hatten vor dem Gruppenunterricht. Man sagt, okay, 1:1, das kriege ich vielleicht noch hin mit der Ja, Kommunikation, aber das ist toll, dass du gesagt hast, das funktioniert eigentlich für dich genauso, wenn ja, sogar nicht besser für den Gruppenunterricht und dass du das ja. auch weiterführst. Also das wäre auch meine nächste Frage eigentlich. Für wen ist der Online-Unterricht geeignet? Also für dich eigentlich genauso für den Einzelunterricht wie auch für den Gruppenunterricht. Also Ja, total, total. Und ich glaube, also was mir geholfen hat, war die Angst vor der technischen Hürde zu überwinden und mich dann irgendwie auf die Situation einzulassen und zu versuchen, damit umzugehen. Und das mhm. funktioniert mal besser, mal schlechter. Dann probiert man mehrere Kameras aus und dann geht aber die eine nicht, weil sie sich nicht verbindet oder was auch immer. Gibt ja da tausend Sachen. Und ich glaube, wenn man diesen perfektionistischen Gedanken so ein bisschen zur Seite schiebt, kann man da unglaublich viele Vorteile entdecken. Und ich muss, weil diese Frage ist wirklich sehr interessant, für wen ist das geeignet? Ähm, Ich glaube, dass es für jeden geeignet ist, Online-Unterricht zu Mhm. machen, wenn man sich darauf einstellt und so ein bisschen der Rolle des Lehrers bewusst ist in der jeweiligen Situation. Ich muss da ganz konkret an ein Beispiel denken, weil ich meiner Nichte Schlagzeugunterricht gegeben habe, weil die Musikschule, an der sie Unterricht hatte, keinen Online-Unterricht angeboten hat. Da war quasi von einem Tag auf den anderen einfach Schluss mit Unterricht. Und der Grund, warum der angeführt wurde, war in erster Linie die technische Schwierigkeiten und so ein bisschen Kinderunterrichten ist schwierig online. Mhm. Und da hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich wollte so ein bisschen das Gegenteil beweisen. Außerdem wollte ich meiner Nichte da eine Freude machen und mit ihr den Unterricht zu gestalten. Auf jeden Fall, was ich machen musste und aber auch sehr gerne gemacht habe, ich bin zu ihnen nach Hause gefahren und habe ein Mikrofon hingestellt und einen Laptop und eine Soundkarte, was den Unterricht dann eben vereinfacht hat. Also ein bisschen die technische Voraussetzung hergestellt, aber das war jetzt kein Hexenwerk. Also wir reden jetzt nicht von einer Studiosituation, sondern so, dass sie eben Mikrofon hatte, in das sie sprechen konnte und Kopfhörer, über die ich mit ihr sprechen konnte. Und das hat super funktioniert. Also gerade dieses jetzt wieder schlagzeugspezifisch hat man manchmal das Problem, dass man mit einer ziemlichen Lautstärke konfrontiert ist, gerade wenn man zu Musik spielt. Und das ist im Online-Unterricht total cool, weil man sowieso mit Kopfhörer arbeitet, Mhm. hat man eben die Möglichkeit, zu einem Play-Along dazu zu spielen Mhm. und nicht über eine PA oder so in einem Unterrichtsraum spielen zu müssen. Und wir haben das probiert und natürlich war Teil des Unterrichts auch kein Instrumentalunterricht zu geben, sondern einfach zu quatschen oder Mhm. über die Situation, also Ja. sozusagen ich glaube, so wie jeder Lehrer oder jede Lehrerin mit Kindern den Unterricht gestaltet. Das ist immer eine Mischung aus inhaltlich Dinge pushen, aber natürlich auch irgendwie diese Lehrer-Schüler-Beziehungen aufrechtzuerhalten und eben auch manchmal einfach nur zu quatschen, um genau die Beziehung zu knüpfen oder weil es eben an dem Tag mehr angesagt ist, als irgendwelche Übungen zu machen. Und das hat super funktioniert. Also ich hatte das Gefühl, es hat dir total Spaß gemacht. Mir hat es Das auf ist jeden Fall toll. Spaß gemacht. Das ist am wichtigsten, dass man einfach offen ist, ausprobiert und wie du auch schön gesagt hast, natürlich, es braucht ein paar technische Anforderungen, damit es leichter wird für beide Seiten, aber Ja, es muss nicht kompliziert sein. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man das teuerste Mikrofon kaufen muss. Da gibt es schon wirklich mit wenig Geld tolles Equipment ja, und da findet man eine Lösung, die einfach passend für den Schüler ist ja, und auch passend für den Lehrer, also für beide Seiten. genau. Auf alle Fälle. Ich denke, also ich sehe den Schüler da gar nicht so sehr in der Pflicht,
sich tierisch Equipment anzuschaffen, es sei denn, er ist jetzt schon älter und hat große Ambitionen. Eigentlich funktioniert es mit einem Telefon, was nicht ganz krass verzerrten Sound rüberbringt. Und dann funktioniert das eigentlich. Und von Lehrerseite, finde ich, darf man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen mit der technischen Seite. Also ich hatte damals noch in dem Unterricht dann überlegt, wie ich mit Latenzen umgehen kann. Also weil man ja nicht zusammenspielen kann. Wie kann ich das technisch lösen? Und habe mich da auch sehr gefreut im Austausch mit Duso und mit Thomas, dass es dann diesen Button jetzt gibt mittlerweile, wo man diese Perspektive hin und her wechseln kann, was ein geniales Feature ist bei Duso, dass man eben mit Metronom oder Playlongs arbeiten kann und den Schüler dazu spielen lassen kann. Ich zeige das gerade. Ja, sehr gerne. Also das ist nämlich hier die Möglichkeit, dass man als Lehrer eben zuhört, während der Schüler spielt. Und das ist dann eben für diese Apps, die dann eben mit dieser Latenzkompensation, also das Metronom ist dann mit der Internetgeschwindigkeit vom Schüler dann ausgerichtet. Ja. Und das, also das finde ich persönlich auch eine super Sache. Ich und auch. Die Schüler haben so viel Spaß, das dann selber zu steuern, ja. von ihrer Seite aus. Und da sind wir nämlich auch schon bei dem Thema, bei der nächsten Frage eben, weil du so eben viele Sachen einfach bietet, viele Funktionen und gerade das, weil du gesagt hast, ein Handy reicht, wenn der Klang gut ist. Ja. Duso hat da wirklich, wirklich tolle Features und macht es leichter. Warum nutzt du außer diesem Latenzkompensationsbutton noch Duso? Was ist auch deine Lieblingsfunktion drüber hinaus? Also dieser Button, der macht für Schlagzeugunterricht, verändert den Unterricht enorm, einfach weil man zu Musik spielen lassen kann und man das so eben diese Latenz ausgleicht. Das klingt so klein und ist aber, finde ich, tatsächlich für den Schlagzeugunterricht ganz enorm, weil weil Schlagzeug ein Instrument ist, was häufig nur oder die Hauptrolle vom Schlagzeugspielen ist eigentlich mit anderen zusammenzuspielen, weil es ein Begleitinstrument ist. Und wenn man diese Komponente nicht hätte, zur Musik zu spielen, das ist für mich eigentlich das A und O tatsächlich. Was super cool ist, dass es browserbasiert ist. Das gefällt mir sehr gut, dass eben keine Apps heruntergeladen werden müssen. Und so eine ganz kleine Kleinigkeit, die mir jetzt gerade im letzten Unterricht wieder aufgefallen ist, da habe ich eher so elektronische Sachen unterrichtet, also über Ableton und so Elektronik am Schlagzeug, ist, dass man, wenn man einen Bildschirm teilt, sozusagen 3 Bildschirme sieht mit dem Schüler. Also der Schüler sieht sich, sieht den geteilten Bildschirm und sieht mich in der gleichen Größe. Und das finde ich auch ein super Feature. Das hat mich jetzt gerade vor ein paar Tagen, dachte ich mir, das ist cool, dass ich nicht als kleines Männchen unten in der Ecke bin und mein großer Bildschirm oben, sondern dass wir da so gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das hat auf jeden Fall einiges erleichtert. Ja, die Steuerung ist jetzt, glaube ich, auch relativ neu dazugekommen, dass man eben die Ansicht von Seiten des Lehrers ändern kann. Und wenn man auch eben gerade in der Gruppe unterrichtet, ist das toll, weil man hat dann nicht nur die Sprecherfunktion und dann alle in einer Reihe, sondern alle gleich groß oder eben dann nur ein bestimmtes Bild dann größer. Und das kann man eben auswählen und das ist wirklich praktisch. Ja, finde ich auch total. Absolut. Ja. Nutzt du auch andere digitale Lerntools im Präsenzunterricht dann wieder? Also Stichwort Hybridunterricht, weil du gesagt hast, du möchtest auch oder versuchst weiterzuführen die Kombination aus Präsenz- und Online-Unterricht, weil weder das eine noch das andere ist die Kombination ist am besten, sagen wir mal so. Ja. Wie siehst du das? Lerntools, Digitalität, wie nutzt du das? Ja, es gibt von der Hochschule in Osnabrück so ein Portal, so ein hochschulinternes Portal, wo man pro Semester Dateien austauschen kann mit den Schülern, was total super ist. Ansonsten gibt es so ein paar Dinge wie Dropbox, die ich benutze, weil ich gerne den Unterricht protokolliere. Ich finde es gut, wenn Schüler selbst aktiv werden, aber ich finde, sie müssen nicht immer aktiv sein, wenn ich was erzähle. Deswegen protokolliere ich gerne Dinge oder schreibe mir Kommentare auf, die dann wiederum nachlesen können, ohne jedes Mal eine neue Datei zu verschicken oder es auf einen Zettel zu schreiben. Und die können natürlich auch diese Dateien öffnen
Sie können mir Videos zuschicken, ich kann Ihnen Videos da reinpacken. Also das ist eigentlich schon länger Teil meines Unterrichts, dass wir so eine Art geteilten Ordner haben, einen Ort, an dem wir Gedanken austauschen oder Dateien austauschen können. Nutzt du auch die Medienbibliothek, die integriert ist in Duso dafür oder nur jetzt über Bisher Dropbox? Genau, bisher läuft es über Dropbox, weil das Mhm. System so angefangen hat. Ja. Aber es ist ja super mit der Medienbibliothek, aber ich habe es tatsächlich noch nicht so benutzt, außer für Tracks. Also Okay, ja. tatsächlich, ne, Songs hochzuladen, die dann der Schüler spielen kann. Genau. Genau, das ist ja auch total einfach, hier dann einfach die dann auch zuzuteilen und dann zur Verfügung zu stellen für die Schüler Genau. auf ihrer Seite. Und das Richtig. ist ja auch Genau. ein hilfreiches Tool, einfach was es vereinfacht, dieses Ja. ganze Technische, dass man sich dann nicht noch 10 andere Apps oder Programme dann nutzen muss und alles integriert hat. Genau, genau. Also dass man halt, ich habe halt früher immer noch irgendwelche DAWs geöffnet oder irgendwas, um Tracks abzuspielen oder dann per E-Mail verschickt. Dann hat der Schüler das starten müssen. Dann hat man es aber nicht gehört. So der Klassiker eigentlich. Und das ist natürlich super, weil das einfach an einem Ort ist und dann man von beiden Seiten aus zugreifen kann. Ja, schön. Also für dich ist es ganz klar, dass eben die Schüler, die Schülerinnen von ja, diesen Möglichkeiten profitieren und auch besser lernen und neue Lernmöglichkeiten haben. Also Ja, das, wenn ich so zusammenfasse, sehe ich dich als jemanden, der gerne ausprobiert und Neues auch integriert, um eben eine ja, erweiterte Lernmöglichkeit zu schaffen. Und ich glaube, das ist in diesem Zeitalter der technischen Möglichkeiten ja, absolut fantastisch, gerade in der Musik, ja. was wichtig ist. Und Ich glaube, man muss da auch echt offen sein für. Und so ein bisschen die Angst überwinden. Das ist so ein bisschen wie mit Social Media Plattformen und sowas alles. Ne, man guckt sich das an und denkt sich, hä, was ist das eigentlich? Und gerade jetzt so meine Generation Ü40 ist einfach noch ohne Internet und die ganzen Möglichkeiten aufgewachsen. Ähm, und ich verstehe das Gefühl, dass man manchmal denkt, so, ach nee, ich habe doch früher auch anders Unterricht bekommen, das wird schon funktionieren. Aber ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, man muss ein bisschen die technische Sprache mitsprechen, die aktuell da ist. Man muss jetzt nicht jeden Trend mitgehen, aber ich glaube, so eine technische Offenheit kann nicht schaden. Und ich glaube, wenn man das einmal überwindet, dann sind die nächsten technischen Herausforderungen dann auch wieder nicht so groß. Also wenn man einmal zum Beispiel sich in ein Programm oder in Dusu eingearbeitet hat, dann ist das zweite Mal und dritte Mal schon wieder viel einfacher. Und man entdeckt dann einfach mehr Möglichkeiten und Vorteile statt Hindernisse und Fehler oder so. Die aber am Anfang auftreten. Ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, jeder, der einen Computer benutzt, wird immer mal wieder neu starten. Und das ist natürlich auch so, wenn man eine Plattform zum ersten Mal benutzt, muss man einfach ein bisschen probieren. ja, das ist wie mit dem Instrumentlernen eigentlich. Ah, ja, genau, genau. Ausprobieren, Ja, ja, experimentieren. natürlich. Ja, voll, Also voll. es ist das Üben und Ja, dieses Offenheit und vielleicht, dass man sich auch einfach selber daran erinnert. Ich war ja auch Anfänger mit dem Instrument, ich bin schon so weit gekommen und ja, wenn wir so komplexe Bewegungen für Schlagzeug oder in meinem Fall für Geige lernen können, dann können wir auch andere Dinge ja, lernen. Also ja. wir schaffen das schon. Wäre das auch so dein Tipp an Lehrerkollegen, die irgendwie jetzt trotz der gezwungenen Situation es noch nicht geschafft haben, sich zu überwinden, Online-Unterricht auszuprobieren? Ja, also ich würde es auch empfehlen, weil ich glaube, dass die Zeit noch nicht vorbei ist oder vielleicht sogar eben diese Hybrid-Unterrichtsformen sich noch mehr durchsetzen. Und meine Empfehlung ist, wenn man Angst hat davor, das zu benutzen, und wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, weil das eben, man geht aus der Komfortzone raus, man ändert möglicherweise den Unterricht, den man 30 Jahre lang schon ganz anders gemacht hat, dann würde ich Kollegen ansprechen und um Hilfe bitten oder sich austauschen einfach. Also gar nicht so ein im Sinne von, ich weiß nicht, hilf mir, sondern sich austauschen. Kolleginnen, Kollegen. Ich erinnere mich, am Anfang der Corona-Zeit gab es ein nein, wie heißt es, ein Kaffeekränzchen von Schlagzeugern. Das war so ein Online-Kaffeekränzchen, wo wir uns auch über solche Dinge ausgetauscht haben. Also wie machst du das jetzt im Unterricht? Welche Kameras benutzt du? Wie schließt du das an? Weil natürlich jeder diese Fragen hat am Anfang. Also mein Tipp ist, wenn man, also erstens ausprobieren,
Und wenn die Hemmschwelle noch zu groß ist, um Rat fragen, sich austauschen. Denn ich glaube, dass viele diese Herausforderungen kennen und also ich bin auf jeden Fall offen, wenn jemand Fragen hat. Das wird ja ein YouTube-Video, glaube ich. Das Ja. heißt, wenn Fragen sind, Kommentare reinschreiben, Fragen reinschreiben, antworte ich natürlich gerne oder mich kontaktieren oder so. Danke für das Angebot, das ist Ja, echt klar. nett. Und eben gemeinsam auch mit Dusu sind die immer dran, die Möglichkeit einfach auch zu geben, zu informieren, im Blog einfach Sachen Ja, zu erklären. Und da dürfen die Zuschauer und die User auch einfach gerne über die Social-Media-Plattformen, Instagram, Facebook oder direkt an Dusu schreiben. Also ja, alle Fragen her damit. Und wir versuchen uns gegenseitig zu helfen. Und ja, dieses neue Kapitel im Musikunterricht, in der Musikausbildung anzugehen und ja. zu nutzen. Danke dir, Stefan, für deine Zeit und auch wirklich Gerne. für deine Offenheit. Und das war echt spannend, auch einfach deine Erfahrungen jetzt zu hören aus dieser Zeit. Ja, Und ich hoffe oder ich bin sicher, dass ja, das auch Mut gemacht hat, vielen einfach zu starten und es ich hoffe eben, es. ich fand es toll, dass du es gesagt hast, das muss nicht perfekt sein, einfach ausprobieren. Ja, Und ich glaube, wenn wir rangehen, wie mit der gleichen Idee, wie wir das Instrumentlernen angehen, ja, dann einfach ausprobieren und dazulernen. absolut, absolut. Dir und deinen Studenten, deinen Schülern weiterhin viel, viel, viel Freude und viel Erfolg für den Unterricht sowohl in Präsenz als auch online und alles Gute. Super, vielen Dank. Mich sehr gefreut.